Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 CKTV. Heute sind wir im Nationalen Automuseum in Eversbach. Wir präsentieren euch eine unfassbare Sammlung von über 120 Originalfahrzeugen. Limo, Formel 1, Sportwagen, Tourenwagen, Straßenfahrzeuge, moderne Sportwagen, Klassiker, alles was das Herz begehrt. Wir werden euch Geschichten rund um die 24 Stunden von Le Mans erzählen. Wir wollen euch den Spirit der 24 Stunden von Le Mans transportieren. Natürlich haben wir auch Modellautos dabei, die wir mit dem Originalfahrzeug connecten. Wir wünschen euch viel Spaß. Auf geht's! Heute sind wir im Nationalen Automuseum in Eversbach, ganz in der Nähe von CK Modellcars, von unserem Versandlager. Wir sind nicht weit entfernt. Hier im Nationalen Automuseum wird die ganze Historie des Automobils abgebildet, vom Mercedes-Benz Patentmotorwagen, dem ersten Automobil, hin zum modernen Supersportwagen, der vollgepackt ist mit Technik. Eine unfassbare Sammlung und Vielfalt an Fahrzeugen, die man hier zu sehen bekommt. Tolle alte Autos, eines der ersten Elektrofahrzeuge, eine Lohner Feuerwehr, hin zu den Autos der 20er, 30er Jahre, dann zu den ersten Sportwagen der 50er, 60er Jahre, Formel-1-Fahrzeuge von Michael Schumacher, Niki Lauda, DTM-Boliden und sicherlich eins der großen Highlights der Maybach Excelero. Und in der Nähe dieses Fahrzeugs stehen dann weitere Supersportwagen wie ein Ford GT, ein Mercedes CLK GTR oder ein AMG One, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, also alles, was das Sportwagenherz begehrt und das in einem Zeitstrahl, in einer Historie aufgereiht. Ein sehr beeindruckendes Ambiente, wo diese Fahrzeuge hier präsentiert werden. Mein Name ist Tobias Reichle, ich bin einer der Geschäftsführer hier und bin als Kurator verantwortlich für die Sammlung in der Stiftung Nationales Automuseum The Low Collection. Begeisterung für Autos habe ich seit klein auf, da ich schon seit Kindesalter mit Autos aufgewachsen bin und sowohl mit Oldtimern als auch mit Sportfahrzeugen schon von Kindes an zu tun hatte. Und so macht es natürlich auch Sinn, dass man irgendwann in so einer großartigen Sammlung landet. Vorher war ich bei der Supersportwagenmarke Bugatti in der Traditionsabteilung und habe mich dort um die alten Fahrzeuge und Messen und Events gekümmert. Wir befinden uns heute in der Stiftung Nationales Automuseum The Low Collection in Dietzollstal, in einer der wahrscheinlich spektakulärsten Sammlungen in Deutschland, die seit dem 23.07. nun öffentlich für die Besucher zur Verfügung steht und geöffnet hat. Und ja, Sie haben ja den Blick schon ins Museum geworfen. Es gibt einiges bei uns zu sehen. Der Fokus ist ganz klar das Automobil und bei uns gibt es eine Vielzahl an Autos zu sehen, ob es Rallye-Autos sind, ob es die NASCARs sind, ob es die Formel-1-Autos sind oder auch die Sportwagen der 50er und 60er Jahre. Der Standort an sich ist natürlich auch was ganz Besonderes. Wir befinden uns hier in einer alten Industriehalle, einer früheren Kesselfabrik, die Großkessel für die Industrie gebaut haben. 2015 ist diese Firma leider pleite gegangen und wir hatten dann die Gelegenheit, ab 2016 diesen Standort in dieses Eldorado für Autoenthusiasten umzubauen. Friedhelm Loh ist der Vorstandsvorsitzende der Friedhelm Loh Group, zu der auch die Firma Rittal gehört, die hier in Haiger und in Rittershausen, also hier ganz ums Eck, ansässig ist. Und Friedhelm Loh sammelt seit über 35 Jahren Automobile. Das Ganze hat unten in Dillenburg angefangen, also auch ganz in der Nähe. Und vor circa 20 Jahren hat man dann hier die erste Lagerhalle für Autos gebaut, die auch heute noch steht und als Eingang für das Museum dient. Dieses wurde dann immer weiter ausgeweitet. Man hat weitere Hallen dazu gekauft und so ist das Museum über die letzten 20 Jahre gewachsen, bis dann 2016 das Areal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, hinzugekommen ist und wir dann entschlossen haben, hier ein Museum für die Öffentlichkeit zu bauen, das dieses Jahr dann auch eröffnet hat. Wir haben bei uns hier die Dauerausstellung, die sehen Sie auch gerade im Hintergrund schon bei uns. Hier wird sich aber immer mal wieder was ändern. Man sieht auch hinten das große weiße Parksystem. Da haben wir die Möglichkeit, die Autos auch immer mal schnell zu ändern, ohne dass wir viel rangieren müssen. Das heißt, es ist keine statische Ausstellung, sondern es sind immer wieder Wechsel drin, immer wieder neue Sachen, die es zu entdecken gibt.
Zum Thema Sonderausstellungen haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr starten wir mit den 100 Jahren von Le Mans. Das passt ja auch ganz gut. Von 2023 bis in die Vergangenheit 1923 haben wir hier über 20 Fahrzeuge ausgestellt, die die Geschichte zu Le Mans erzählen. Und alle unsere Fahrzeuge, die wir ausstellen, waren auch wirklich in Le Mans und haben zumindest am Training oder als T-Car teilgenommen, wenn sie nicht im Rennen gestartet sind. Mein Name ist Florian Urbitsch. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer des Nationalen Automuseums und wir haben uns die Aufgaben so aufgeteilt, dass bei mir hauptsächlich der Bereich PR, Marketing, der Shop und die Events mit reinfallen. Ich bin einer, der von sich sagt, Auto war sein erstes Wort und das ist auch das, was meine Eltern erzählen. Deswegen für mich war es immer schon klar, es muss was mit Autos zu tun haben. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich zuerst 12 Jahre bei Mercedes, dann war ich bei Audi und zuletzt bei Volkswagen in Wolfsburg, habe dort die Produktkommunikation geleitet und war verantwortlich für die Events von Konzern und Marke Volkswagen. Ja, ich glaube, das Besondere hier am Nationalen Automuseum ist das Spektrum der Autos, die dem Publikum hier gezeigt werden können. Was eben auch besonders ist an den ausgestellten Fahrzeugen und Exponaten hier im Nationalen Automuseum ist, dass eben nicht einfach irgendein Auto ausgestellt ist, sondern jedes dieser Autos hier hat eine ganz besondere Geschichte. Also hier hinter mir ist ein Flügeltürer zu sehen. Davon sind rund 1500 Stück gebaut worden. Das ist aber wiederum ein ganz besonderer. Das ist einer von 29 gebauten mit Aluminiumkarosserie und davon der erstgebaute. Oder beispielsweise der Ferrari 288 GTO, der im Nationalen Automuseum ausgestellt ist für sich schon ein besonderes Auto. Davon gibt es nur 272 Stück. Aber das hier ausgestellte Fahrzeug hat im Erstbesitz Albert Uderzo gehört, dem Asterix-Zeichner. Und diese Geschichten erzählen wir in unserer App zusammen mit unseren 2 Journalisten, die wir dafür mit an Bord haben. Das ist zum einen der Julius Krutter und zum anderen der Eckhard Schimpf, Gründer des Jägermeister Racing Teams. Und dann haben wir den Julius Krutter, ein Bugatti- und Vorkriegsexperte, der uns natürlich da auch sehr, sehr viel unter die Arme greift und viel Geschichte und Know-how mitbringt und das sowohl in unserem Kino als auch in der App erzählt. Hier im Nationalen Automuseum findet man nicht nur Straßenfahrzeuge oder eine Le Mans Sonderausstellung. Es gibt Formel-1-Boliden und sicherlich das größte Modell, und das ist wortwörtlich so gemeint, ist der Rolfo Renntransporter, mit dem die Scuderia Ferrari in den 70er Jahren die Rennfahrzeuge an die Rennstrecken in der Formel 1 gebracht hat oder auch in den Sportwagen-Weltmeisterschaften oder nach Le Mans. Ein riesen LKW mit Laderampe, mit passenden Fahrzeugen dazu. Ein wirklich beeindruckendes Fahrzeug, welches die Vorlage war für unseren Rolfo Modellautotransporter von CMR. Das Auto wurde hier im Original fotografiert, vermessen, abgescannt und aus diesem Original wurde dann der Modellautotransporter gebaut für CMR. Sicherlich ein tolles Fahrzeug mit funktionierender Laderampe, mit ausklappbaren Türen, und das Original wird bestmöglich wiedergespiegelt, 1:1, wie er hier im Museum steht. Eine tolle Sache für jede Modellautosammlung, und alle Infos rund um das Original erzählt euch jetzt der Tobias Reichle. Der Rolfo-Transporter, den wir hinter uns stehen sehen, ist ein Spezialtransporter, der von der Firma Rolfo, einem Stellmacherbetrieb in Italien, extra für Ferrari angefertigt wurde. Insgesamt wurden 2 der geschlossenen Fahrzeuge gebaut. Davor setzte Ferrari einen sogenannten offenen Renntransporter von der Firma Bartoletti ein. Dies war quasi dann die Weiterentwicklung. Die Fahrzeuge kamen trocken an und die Mechaniker hatten auch die Möglichkeit, im Innenraum an der Werkbank einige Veränderungen bzw. Modifikationen vorzunehmen und die Fahrzeuge für die jeweiligen Rennen vorzubereiten. Dieses Auto hat einen 6-Zylindermotor mit 186 PS. Also wenn man damit über die Alpen fahren musste, um auf irgendwelche Rennstrecken zu fahren, könnte das schon sehr mühsam sein. In das Auto passen insgesamt 3 Fahrzeuge, 3 Rennfahrzeuge, sowohl Formel-1-Autos als auch die Sportprototypen.
Der Renntransporter wurde ab 1967 auf den Strecken Europas eingesetzt. Das konnte unter anderem für die Sportprototypen dann in Le Mans gewesen sein, als auch auf den anderen Formel-1-Rennstrecken, wo Fahrer wie Jackie X und Konsorten teilgenommen haben. Und dieser Renntransporter wurde sowohl als Servicewagen genutzt, als auch als Transporter, um die Fahrzeuge dann auf die jeweilige Strecke zu bringen. Die 24-Stunden-Rennen haben natürlich immer eine besondere Faszination. Beim letzten Mal haben wir euch das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring vorgestellt mit der legendären Nürburgring-Nordschleife und den GT3-Boliden. Heute haben wir die 24 Stunden von Le Mans mit einer riesigen Historie. 100 Jahre, 24 Stunden Le Mans. Le Mans, sagt man, lässt dich gewinnen und du gewinnst nicht in Le Mans. Das sind natürlich Sätze, die über die Jahre dort geprägt worden sind. Und ja, das macht Le Mans aus, diesen Spirit von Le Mans. Aber all das und viele Details und Storys rund um Le Mans wird euch jetzt Lukas erzählen. Ich bin Lukas Gajewski, ich bin Motorsportkommentator, habe gelegentlich das große Vergnügen, im Umfeld der Formel 1 zu arbeiten, mache ansonsten das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bei RTL Nitro, habe diverse Rennserien im Programm bei Eurosport, unter anderem auch die 24 Stunden von Le Mans und habe das große Vergnügen, hin und wieder auch im Hause CK Modellcast das ein oder andere Projekt mit zu begleiten, unter anderem die letzte Folge, wo ich an der einen oder anderen Stelle zu hören war und jetzt aus sehr fraglichen Gründen auch mal zu sehen. Le Mans ist für mich das größte Rennen überhaupt und als ich zum ersten Mal 2016 in Le Mans war mit der Eurosport-Produktion, war ich einfach nur beeindruckt, was dieses Rennen bedeutet und für wen es vor allem was bedeutet. Es ist ja einmal das Rennen schlechthin für die Fahrer, für die Teams, für die Hersteller. Es ist das Rennen schlechthin für über 300.000 Zuschauer, die mit dabei sind. Und es ist das Rennen schlechthin für viele, die Modellautos sammeln. Denn sehr, sehr viele Autos, die auch hier im Nationalen Automuseum stehen, sind ja in klein, in vielen Vitrinen, in vielen Wohnzimmern rund um die Welt. Einfach weil das Rennen so wahnsinnig groß, so wahnsinnig wichtig ist. Und weil viele Autos, die hier um uns rumstehen, so wahnsinnig viel bedeuten. Völlig unabhängig, ob ich weiß, was die in dem Rennen für ein Ergebnis erzielt haben oder wer die Fahrer waren und was die genau gemacht haben. Es sind einfach sehr, sehr besondere Autos als Modelle. Und hier im Original, wenn man sie sich in der Ausstellung angucken kann, natürlich ganz besonders. Le Mans 2023 war vielleicht das größte aller Zeiten bisher, die große 100-Jahr-Feier. Es war nicht das 100. Rennen, 1923 war das erste, aber natürlich aus unterschiedlichen Gründen immer mal ausgefallen. Aber 100 Jahre Le Mans, wo im Prinzip all das, was in diesem Jahrhundert Le Mans ausgemacht hat, nochmal gegipfelt hat mit einer neuen Top-Kategorie, die vor 2 Jahren eingeführt worden ist, die jetzt richtig aufblüht. Ferrari zurück, wahrscheinlich der größte Name überhaupt. Mir geht es da auf alle Fälle so. Für mich ist dieser Name in Le Mans so wahnsinnig viel wert. Und die sind wieder da zum ersten Mal in 50 Jahren, gewinnen das Ding direkt. Wir haben Porsche mit dabei, wir haben Alpine im nächsten Jahr wieder mit dabei, die eine sehr, sehr lange Historie in Le Mans haben. Wir haben die Privatiers, die auch immer Le Mans ausgemacht haben, also das Vanwall-Projekt. Wir haben Glickenhaus, den US-Milliardär. Also wahnsinnig viele Namen, die das ausmachen im Moment in einer wirklich goldenen Zeit. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weshalb Le Mans über die Jahrzehnte ebenfalls so groß geworden ist. Es war immer eine Technologiebühne für die Autohersteller und natürlich auch für die Zulieferbetriebe, die in weiten Teilen damit involviert sind. Und ganz, ganz viele Autos in Le Mans haben auch technologische Geschichte geschrieben. Also Technologieentwicklung rund ums Auto über 100 Jahre und für die Zukunft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Ausstellung hier im Nationalen Automuseum deckt diese 100 Jahre Le Mans im Prinzip von den Ursprüngen bis in die Moderne ab. Es gibt die Bentleys mit diesen riesigen Reifen, den riesigen Lenkrädern und den gigantisch großen Motoren. Dann kamen natürlich so die großen GT- und Sportwagenzeiten in den 60ern, der Ford Capri, der hier steht. Das ist zu sehen. Dann natürlich die Entwicklung in den 70ern, die so ein bisschen in die Richtung der Prototypen geht, mit dem 917K, der ein bisschen an die Autos von heute schon anfängt zu erinnern, verglichen mit den Bentleys oder den GT-Autos aus den 60ern, die natürlich komplett anders aussehen.
Dann natürlich die ganz, ganz bekannten Namen und Gesichter und Label wie die Rothmans Aufschrift auf dem Porsche 956, was ganz, ganz Besonderes bis heute, absolute Ikone. Und dann natürlich die Autos aus der Neuzeit, die man noch kennt, der Mercedes, der abgehoben ist, diese unvergesslichen Foto- und Videoaufnahmen. Der Bentley hier neben uns, der im Prinzip ein verkleideter Audi war damals, als er gewonnen hat, das war der gleiche Unterbau. Und dieser Querschnitt von den Anfängen aus Le Mans bis in die Neuzeit mal in einer Ausstellung zu sehen, mit wirklich fortschrittlichen Siegerautos, die Le Mans Geschichte geschrieben haben, das so gedrubbelt hier auf einem Raum zu sehen, wirklich was ganz, ganz Außergewöhnliches, dass man hier reinkommt und einem die Kinnlade runterfällt. In meiner Hand halte ich den für mich persönlich spektakulärsten Le Mans-Wagen Porsche 917K in der Lackierung mit der Startnummer 20 aus dem Film Steve McQueen Le Mans. Mein persönliches Lieblingsmodellauto, kann ich dazu sagen. Und wir haben in Zusammenarbeit mit Minichamps die Porsche 917 im Maßstab 1:12 wieder aufgelegt und freuen uns natürlich, das Modellauto mit dem Originalauto in Verbindung zu bringen und hier für euch zu präsentieren. Porsches erster Le Mans-Sieger, der 917. Nicht genau der hier steht. Gab es ja ganz unterschiedliche Varianten, die auch an Kunden weitergegangen sind. Das hier, das Auto von David Piper, ein sehr seltenes Erscheinungsbild. Das Ding ist komplett zeitlos, heute noch wunderschön und hat in diesen Anfängen der Prototypenzeit auch irgendwie schon dieses Layout mit der kurzen Front, der eng geschnittenen Fahrerkanzel und diesem gar nicht enden wollenden Heck. Das ist schon echt immer wieder beeindruckend, wenn man so daneben steht und das steht hier so toll aufbereitet im Museum oder bei euch irgendwo zu Hause in der Vitrine. Und die Jungs sind damals zu zweit wohlgemerkt noch mit knapp 400 Sachen in Le Mans die Geraden runtergefahren. Das ist schon krass. Dann eben dieser Heckbereich, ne? Das ist halt auch was ganz Besonderes. Diese Wahnsinnspellen, die da drunter sitzen. Was man heute nicht mehr erlebt, ist das hier, dass ein Auto in Le Mans einen eigenen Ersatzreifen dabei hat. Hängt damit zusammen mit Regelungen, die es damals, als diese Autos gefahren sind, schon gab und die es heute immer noch gibt. Wenn ich ein Problem habe, darf ich erstens nicht weiter weglaufen als 10 Meter, sonst ist das Auto automatisch ausgefallen. Und reparieren am Streckenrand ist nur okay mit Werkzeug und Material, das ich hier im Auto mitnehme. Und jetzt durfte ich netterweise mal Platz nehmen, also dass von mir was reingepasst hat im Porsche 917K. Und ich kann es nur noch mal unterstreichen, die Jungs damals, die hatten echt einen Dachschaden. Das ist unvorstellbar. Ich bin jetzt kein Riese mit meinen 1,80, ich weiß, ein bisschen Plauze ist da, aber es war schon wirklich ein ganz schöner Kraftakt, sich hier irgendwie reinzuhechten. Und ihr seht, meine Knie, die gucken hier mehr oder weniger direkt unter dem Lenkrad durch, weil da vorne einfach schon die Pedale sind und kein Platz mehr ist, das komplette Bein unterzubringen. Und besonders interessant ist hier der Ausguck in Richtung Rückspiegel. So hat es damals funktioniert beim Porsche 917. Wahnsinnig beeindruckend. Und das Tolle ist, die Modelle, die haben ja allzu oft zu öffnende Türen. Da kann man sich das zumindest in klein auch ganz gut angucken, wie das hier drin so ausgesehen hat. Und das hier ist der Nachfolger. Porsche hatte die ersten Le Mans-Siege, ein neues Auto musste her. Und dann kam der 956 hier im Nationalen Automuseum in der ikonischen Rothmans-Lackierung. Derek Bell, Stefan Belloff, die dieses Auto hier gefahren haben. Und das Tolle ist, während diese Autos immer wieder umgebaut worden sind, gibt es für euch die Modelle in den jeweiligen Variationen. Das Auto hier zum Beispiel war nicht nur der Weltmeisterwagen in der Sportwagen-WM, sondern ist als T-Car zu den 24 Stunden von Le Mans mitgekommen. Also wirklich was sehr, sehr Beeindruckendes. Auch da wieder Thema Aerodynamik, das lange Heck, der immer größer werdende Flügel. Derek Bell, ganz großer Name, heute noch bei zig Klassikveranstaltungen mit dabei. Großartiger Botschafter für diesen Sport. Und das ist Stefan Belloff auch posthum noch, hat ein Riesenvermächtnis hinterlassen, kommt er hier aus der Gegend. Ein Formel-1-Auto von ihm steht auch hier in der Ausstellung. Nordschleifenrekord gefahren, um die Le Mans-Siege gekämpft, Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen und eben hier auf dem Auto namentlich verewigt. Und toll, auch ihn hier als Bestandteil dieser Ausstellung zu sehen mit diesem legendären Rothmans Porsche. Also auch bei dem Auto, das ja im Prinzip vom Layout her nicht groß was anderes ist als die aktuellen Prototypen. Das war echt eine ganz schön andere Welt, mit der die Jungs da unterwegs gewesen sind.
In meiner Hand halte ich den Porsche 956, Le Mans-Sieger 1982. Das Fahrzeug hat 4 Jahre in Folge die 24 Stunden von Le Mans gewonnen, 82, 83, 84 und 85. Absolute Kultfahrzeuge, die wir auch als Modellauto natürlich aufgelegt haben. Hier in meiner Hand im Maßstab 1:12 vom Hersteller CMR. Für mich definitiv ein Must-Have in jeder Sammlung. Ich habe sie auch in meiner persönlichen Le Mans-Sammlung, weil es natürlich Le Mans-Sieger sind und absolute Kultfahrzeuge. Porsche 956, eines der erfolgreichsten Endurance-Fahrzeuge aller Zeiten. Und es gab sehr viele Porsche 956, weil Porsche die ja auch an Kundenteams verkauft hat. Dieses Auto stellt was ganz Besonderes dar. Dieses Fahrzeug hat 9 Rennen gefahren und 7 davon gewonnen. Es ist das erfolgreichste Porsche 959 Chassis, das es gibt. Es hat dazu beigetragen, dass Stefan Bellow 1984 die Langstreckenweltmeisterschaft gewonnen hat. Und es hat 1985 und 86 in Le Mans teilgenommen, hat 1985 die Qualifikation gefahren und da den 2. Startplatz erreicht. Die Sonderausstellung wechselt einmal pro Jahr, also dass wir nächstes Jahr eine Ausstellung haben werden, die wahrscheinlich sich mit dem Thema Italien und Rot beschäftigen wird. Das als kleiner Hinweis schon mal für nächstes Jahr. Es könnte spannend werden und viele, viele interessante Details zeigen. Nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Hintergrundinformationen, die wir natürlich dann auch den Besuchern in unserer eigenen App, die wir im App Store und im Google Store haben, bereitstellen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir im Nationalen Automuseum. Ich hoffe, wir konnten euch den Spirit von Le Mans ein bisschen näher bringen. Die Kombination aus Originalfahrzeug und Modellauto. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge CKTV. Ciao.